Die Zeit ist gekommen, dass ich das Trip wieder abgeben muss und ja, ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge. Das weinende Auge, ja, das super geniale E-Bike ist jetzt bald wieder weg, aber das lachende Auge freut sich auch voll auf mein Carvens, dass ich nämlich seitdem ich das Trip abgeholt habe, überhaupt nicht gefahren bin. Das heißt, heute zum Abschluss mit dem Trip mache ich mal noch einen komplett sinnlosen Test. Ich werde mit dem Carvens den steilen Anstieg zum Kammweg hoch und dann eben den Kammweg wieder runterfahren und dann fahre ich das Ganze nochmal mit dem Trip, um einfach zu sehen, wie viel Zeit ich wirklich mit dem Trip im Turbo-Modus dann gewinne gegenüber einem normalen, naja, Mountainbike. Die Reifen sind dieselben, Schwalbe Radialreifen. Gut, hinten habe ich bei dem Carvens einen Teki-Chan montiert, aber Reifendruck dasselbe. Ich meine, bei den Bodenbedingungen gerade ist es eigentlich auch nicht so relevant. Bergab schon, denn die Reifen haben ordentlich Grip. Das Einzige, was mich wahrscheinlich stören wird, ist der fehlende Fender an der Intent-Gabel. Den habe ich immer noch nicht montiert. Der ist jetzt an der Fox-Gabel und wird dort auch so lange dranbleiben, bis ich eben das Rad wieder abgebe. Aber was soll's, ich habe meine Goggle mit und dann ist das auch nicht so schlimm, wenn ich den Dreck nur, naja, im Mund habe und nicht in den Augen. Und dann kann ich auch ordentlich die Abfahrt fahren. Also, los geht's. So, an dieser Hütte werde ich meine erste Rundenzeit nehmen, damit ich den Uphill auch richtig messen kann. Na, schauen wir mal. Die Bedingungen sind natürlich immer noch, naja, nicht so gut. Gerade hier. Wobei ich lieber in so einem Matschwasser fahre, als da drüben auf der linken Seite Mais. Hat jetzt die letzten 2 Tage ein bisschen geregnet. Es war etwas wärmer, aber wie man sieht, ist noch nicht alles weggeschmolzen. Ich merke aber jetzt schon, dass nach so vielen Ausfahrten mit dem E-Bike das normale Rad schon etwas zäh läuft im Uphill. Ist aber auch normal. Leider habe ich jetzt auch einzig meine Herzfrequenz als Indikator dafür, dass ich dann später mit dem E-Bike hier hochfahre. Wattmesser habe ich am Carvens nicht mehr dran und Trittfrequenz kann ich auch nicht messen. Aber die ist bei mir irgendwie immer gleich. Irgendwas so zwischen 80 und 85. Ich werde jetzt also versuchen, diesen Uphill so zu gestalten, dass ich gut hochkomme, ohne mich jetzt extrem zu verausgaben. Und dann später mit dem Trip werde ich das Ganze auch noch mal versuchen. Mit ungefähr gleicher Intensität. Was anderes geht eh nicht. Und da dieser Test komplett sinnlos ist, ist ja eigentlich auch wurscht. Aber ich finde es trotzdem interessant. Das hier zerrt natürlich an den Kräften. Ist schon ordentlich aufgeweicht der Boden. Und dann noch der Anstieg hier. Ich habe auch den Switchgrade schon in der Climb Position. Fühlt sich ungewohnt, aber sehr gut an. Hatte ich ja beim Crossworks nicht. Und da fühlt es sich auch so sehr gut an durch den steilen Sitzwinkel. Muss mal schauen, wie ich das dann mache. Ich bin, auch wenn es sich sehr gut anfühlt, bei ungefähr 164 Impuls. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber man hört ja, ich kann noch gut reden. Aber mein Maximalpuls ist nicht weit weg. Ich glaube, der liegt bei 176. Fühlt sich trotzdem irgendwie gut an. Hier ist es auch nicht so matschig. Schön getrocknet schon. Ist halt schon irgendwie cool, wenn du hier hochfährst und weißt, dass es nur ein Anstieg sein wird. Und mit dem Turbo E-Bike dann hier einfach noch voll easy. Ich glaube, das motiviert mich gerade auch ein bisschen schneller zu fahren. Ich weiß es nicht. Ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin so bei 168 Grad, 166 Impuls und ja, fühle mich trotzdem nicht aus der Puste. Und ich fahre jetzt schon seit 10 Minuten mit diesem Puls hier hoch. Ich habe auch einen externen Pulsmesser, also nicht der hier am Handgelenk meiner Uhr, sondern im Brustgurt. Also ist es doch recht genau, was hier mir meine Uhr gerade dann zeigt. Hier kommt jetzt der Hassabschnitt überhaupt. Total matschig. Gott sei Dank nicht so rutschig wie die letzten Tage. Und Gegenwind. Oh. Aber es ist das letzte Stück und dann bin ich oben. Man hat das Gefühl, dass sobald man aufhört zu treten, man sofort stehen bleibt. So, 29,47 von Hütte bis hier hoch.
Jetzt mache ich kurz eine Pause, damit ich mir meine Schoner anlegen kann. Das obligatorische Foto muss natürlich auch gemacht werden. Und dann geht es abwärts. So, Puls ist wieder runter. Bin angezogen. Hätte nicht gedacht, dass hier so ein scheiß Wetter oben ist. Ich werde jetzt auch nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen hier runterrasen, sondern schön fühlvoll in dem Sinne. Und dann ab nach Hause und die E-Kiste holen. Woran ich mich wahrscheinlich gewöhnen muss, oder was auf jeden Fall wieder eine Umgewöhnung ist, die Bremsen, also meine. Denn wenn hier erstmal die Dings runter ist, die Feuchtigkeit, dann machen die schon ordentlich zu im Vergleich zu den Crossworks, also den MT5, die da dran sind. Boah, das fährt sich aber echt scheiße hier. Aber ich habe ja in Saschas Video gesehen, dass es weiter unten dann doch wieder frei ist. Insofern hoffe ich, dass das jetzt hier nicht allzu lange so schlechte Bedingungen sind. Denn ich habe auch wieder meine Klickpedale an. Also Nässe ist ja gar nicht so schlimm, Matsch auch nicht, aber so ein Schneematsch macht keinen Spaß. Aber schon cool, so ein leises Rad zu haben. Also hier werde ich auf jeden Fall Zeit gewinnen mit einem E-Bike. Ich habe jetzt ungefähr 7 Minuten 10 gebraucht. Bei Bestbedingungen brauche ich komplett runter, also hier auch noch den Trail. 5,55, also ist meine Bestzeit. Den Umständen entsprechend doch recht gut. Ich habe jetzt blöderweise hier aufgehört zu stoppen. Also die Kamera, ich weiß auch nicht warum, ich habe es ausgemacht. Eigentlich wollte ich komplett runterfahren. Ist aber nicht so schlimm. Dann wird hier der Stopp mit dem Trip und dann gucken wir mal, ob ich die 7 Minuten 10 unterbieten kann bis hierher. Aber das muss ich jetzt erstmal nach Hause. Ich weiß, warum ich angehalten habe. Weil meine Brille so zugematscht war, dass ich gar nichts mehr gesehen habe. Das heißt, an der Intent sollte man auf jeden Fall mal noch einen Fender montieren. Bei solchen Bedingungen. Auch wenn es echt bescheiden ausschaut. Naja, aber ich bin ganz froh, dass ich hier nicht noch runtergefahren bin erst. Denn das fühlt sich echt nicht gut an hier. Also, jetzt nach Hause. So, musste noch kurz die Pedale wechseln, weil ich hier am Trip noch die Flat Pedals dran hatte. Bin gleich an der Hütte angelangt. Natürlich habe ich erst geschwitzt und jetzt ist mir kalt. Denn im Turbo komme ich richtig auf Speed hier und naja, versuche jetzt mal trotzdem meinen Puls ordentlich hoch zu bekommen. Im Moment bin ich bei 133, also total entspannt. Mal gucken, wie ich hier Vollgas geben kann, dass ich dann fast denselben Puls fahre wie erst. So, also Rundenzeit geht los. Natürlich krass. Wo ich vorher hier normal lang gefahren bin, da war ich ja super langsam. Jetzt ordentlich Speed. Muss ich aufpassen,
sich hier nicht so auf dem Eis wegrutscht. Wenn man seine Handschuhe vergessen, Sandtalhalle, Anstieg, können sie abgeholt werden gegen eine kleine Gebühr von nassen Füßen. Okay, 165 passt also. Vielleicht kann mir das ja mal jemand erklären, warum fühlen sich jetzt die 165 Puls so viel anstrengender an. Gut, ich trete jetzt eine viel höhere Trittfrequenz, versuche dabei aber trotzdem, naja, Druck aufs Pedal zu bekommen. Einfach mal in die Kommentare schreiben, das würde mich mal interessieren. Ich habe mich damit noch nicht wirklich beschäftigt und ich glaube, ich werde es auch nie machen. Den Pulsgurt habe ich ja nun schon seit 4 Jahren oder so. Ich merke es gerade, ich hatte erst gesagt, dass ich Trittfrequenz ungefähr immer gleich habe, aber hier natürlich nicht. Ich trete ja viel schneller, denn ich habe ja noch mehr Gänge übrig. Beim Carvens war ich ja im vorletzten und teilweise auch im kleinsten Gang, also leichtesten Gang, bin ich hier nicht. Ich schalte viel mehr. Logisch. So, gleich oben. Und dann schauen wir mal. Gibt natürlich erst unten die Auflösung. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist ordentlich Zeit, die ich gespart habe im Vergleich zum Carvens hier hoch, was auch logisch ist. Aber man sieht schon, ich habe, kann ja mal in der App gucken, aber ich denke mal so 50% des Akkus habe ich auf jeden Fall leer gespielt. Ja, ziemlich genau hier 50% nach 5,3 Kilometern und naja, ich bin hier oben irgendwas knapp 300 Höhenmeter. Lege ich mir wieder meine Schoner an, mache vorher natürlich noch das Foto und dann geht's bergab. So, auf geht's. Puls ist wieder unten. Das Rad scharrt schon mit den Hufen. Ich habe nur leicht meinen Fuß auf dem Pedal und es schiebt schon nach vorn. Jetzt geht's los. Das Wetter ist natürlich einiges schlechter geworden plötzlich. Aber was soll's. Man kann immer noch gut fahren. Bremsen sind natürlich viel lauter. Liegt daran, dass ich zwar dieselben Scheiben dran habe an diesem Laufradsatz, aber eben die Magura Standardbeläge und die sind einfach immer super laut. Also hier kann man natürlich sehr viel besser durch mit dem E-Bike. Kleiner Gegenanstieg. Oh, ist das angenehm hier. Gegenanstieg mit Turbo. Da hat es mir natürlich erst ordentlich Zeit gekostet. Ja, ich fahre hier nicht die North Shore, weil ich es zum einen irgendwie nicht so lustig finde, wie da rechts vorbei. Und zum anderen muss ich auch ehrlich sagen, gibt es immer mal irgendwelche Idioten, die dir da was hinlegen. Und irgendwie habe ich da so Kopfkino, dass das passiert. Und ja, ich da irgendwie runterfahre und dann plötzlich liegt da ein Baumstamm oder so. Also, weiß nicht. Ich habe hier schon mal Sachen im Weg gefunden, die da jemand hingelegt hat. Nicht schön. So, jetzt bin ich über 25. Macht es natürlich schwieriger. So, hier habe ich erst auch gestoppt. Auflösung gibt es erst unten, auch wenn meine Verbindung mit dem Handy jetzt irgendwie dazwischen plappert.
ist auch ja, ganz schön überraschend. Ob ich jetzt schneller war oder nicht, gibt es zu Hause zu hören. Wie man sehen kann, bin ich schon umgezogen und zu Hause und es ist auch ein neuer Tag. Ich hatte nach der Ausfahrt mit dem Trip dann wirklich keine Lust, noch ein Fazit zu filmen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wollte mir erstmal die Statistiken so anschauen und dann eben wirklich Schlüsse ziehen. Und das Erste, was mich extrem überrascht hat, ist, dass ich mit dem Trip bergauf genau die gleiche Herzfrequenz hatte, also plus minus 1-2 Schläge pro Minute wie mit dem Carvens. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Ich hätte gedacht im Turbo-Modus, dass ich dann dort ein bisschen weniger Herzfrequenz haben würde, aber das war nicht der Fall. Ich habe aber auch ordentlich reingetreten und die Zeit bestätigt das auch. Was mich aber bei der Herzfrequenz noch viel mehr überrascht hat, war die Herzfrequenz im Downhill. Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass ich im Downhill eine weitaus geringere Herzfrequenz haben würde im Schnitt als beim Uphill, aber das war nicht der Fall. Ich bin total überrascht. Ich dachte halt wirklich, Uphill ist total anstrengend und Downhill, da habe ich ja immer noch Luft zum Reden und so weiter und so fort. Und hier hat sich ein ganz anderes Bild dargestellt. Mit dem Carvens bin ich sogar 2 Schläge über meiner Uphill-Herzfrequenz im Schnitt gewesen. Also das hätte ich so gar nicht erwartet. Ja, aber wie waren jetzt nun die Zeiten? Im Uphill ist natürlich keine Überraschung, dass ich mit dem Trip sehr viel schneller unterwegs war als mit dem Carvens. Da habe ich ungefähr 15 Minuten gut gemacht. Das ist schon ordentlich. Wenn man so rechnet, wenn man 3-mal nach oben fahren würde, wären das Ganze 45 Minuten, die man Zeit einspart. Viel spannender für mich war aber der Downhill. Ich wollte ja wissen, wie das Carvens gegenüber dem Trip performt, auch wenn das ja, wie ich anfangs sagte, ein total sinnloser Test ist, denn die Bedingungen und alles, das ist, selbst wenn man am selben Tag die Abfahrten fährt, sehr verschieden. Beim Carvens war es ja tatsächlich so, dass ich seit langem mal wieder auf dem Carvens gesessen hatte und mich erstmal wieder an das Rad, an die Bremsen und alles irgendwie gewöhnen musste. Und beim Trip war es so, dass ich damit ja jetzt in der letzten Zeit relativ viel gefahren bin. Das Carvens bin ich zuerst natürlich den Trail runtergefahren und ich wusste noch gar nicht so, wie die Bedingungen waren. Ich kenne den Kammweg natürlich in- und auswendig, aber es war trotzdem irgendwie wie Blindfahren. Ich habe öfter gebremst, weil ich nicht wusste, ob hinter der Kuppe jetzt noch Schnee kommen würde oder sonstiges. Also das muss man auf jeden Fall in die Rechnung mit einbeziehen. Mit dem Trip war ich ja dann schon etwas selbstsicherer unterwegs, weil ich genau wusste, wie die Bedingungen sein würden. Mit dem Trip bin ich insgesamt 1 Minute schneller bergab gewesen. Das heißt, mit dem Trip hatte ich 6 Minuten 12 gebraucht bis zur selben Stelle von Eingang Trail bis zum dort, wo ich eben gestoppt habe. Und mit dem Carvens war ich 7 Minuten 10 unterwegs. Das ist jetzt nicht groß überraschend, denn mit dem Trip habe ich ja Motor und in den Gegenanstiegen, wo es im Kammweg ja doch einige gibt, habe ich dann sicherlich die 1 Minute gut gemacht. In der Abfahrt war ich mal mit dem Trip ein bisschen schneller, mal mit dem Carvens ein bisschen schneller. Ich hatte ja eingangs beschrieben, dass die Situation mit dem Carvens etwas schwieriger war, weil ich dort mehr oder weniger blind runtergefahren bin und mit dem Trip dann schon mehr Selbstvertrauen hatte. Ich werde am Ende des Videos so ein Splitscreen zeigen, da könnt ihr euch beide Räder mal gleichzeitig anschauen auf den verschiedenen Sektionen. Ich fand es super interessant, für den einen oder anderen mag das vielleicht ein bisschen langweilig sein, dann klickt einfach auf ein nächstes Video. Ich habe ja noch einige auf meinem Kanal. Das Trip werde ich jetzt ordentlich polieren, damit ich es auch schön sauber nach Hause bringen kann. Es ist ja immer so, Testräder werden dreckig hingestellt, das mache ich aber nicht. Das heißt, ich werde es schön sauber machen, die Kette nochmal ölen und den Laufradsatz natürlich wieder ausbauen, denn das ist ja meiner. Den werde ich auch putzen, aber der wird nicht geputzt, weil er irgendwo zurückgebracht wird, sondern weil er wahrscheinlich auf meinem Kanal verlost wird in einem meiner nächsten Videos. Wer das also nicht verpassen möchte, der abonniert den Kanal. Ihr könnt auch gerne ein Like da lassen oder irgendeinen Kommentar. Ich freue mich über alles, was an Feedback kommt, auch negatives Feedback. Hat man ja gesehen beim letzten Video mit Tobi, da war das Interview einfach viel zu lang und das habe ich dann durch euer Feedback 20 Minuten gekürzt und jetzt finde ich auch tatsächlich, dass das Video einfach besser ist als vorher. In diesem Sinne, bleibt auf dem Trail. Ich putze jetzt und dann setze ich mich hin und trinke noch einen schönen Kaffee. Bis dahin, ciao.